Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report Livestream heute mit dem Thema Dollarindex versus Goldaktien. Disclaimer. Ein Bild, das ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Ich habe heute den Aletsch-Gletscher in der Schweiz besucht. Ja, ich war unheimlich beeindruckt von den Dimensionen, wie groß das ist, die Schönheit der Natur. Äh, ja, es war auch nicht so heiß, sehr frische Umgebung. Also die Länge des Gletschers beträgt 22,6 Kilometer. Die Fläche insgesamt sind 78 Quadratkilometer. Die Eisdicke kann bis zu 900 Meter gehen. Und der Ursprung des großen Aletsch-Gletscher liegt in der rund 3800 Meter hochgelegenen Jungfrau-Region. Also das ist hier quasi das Ende und dahinter, da kommt davon, da ist dann die Jungfrau-Region, wo der sogenannte höchste Bahnhof Europa ist. Also ich glaube, da geht die Bahn fährt bis auf 3400 Meter. Von da kann man dann auch zum Mönch gehen. Und bevor man mit der Bahn da hochfährt, sieht man auch noch den Eiger. Also einfach eine fantastische Sache. Hat mich sehr fasziniert. Deswegen zeige ich das auch mal. Ja, US-Dollar-Index versus Goldaktien. Im März 2020 stieg der US-Dollar von Index von 94 auf 104. TBR-Goldaktien brachen mit einem Verlust von 50% ein, also TBM, also 1000 Bäcker Report, das heißt mit dem Fokus auf kleinere Penny Stocks bzw. Junior Goldaktien und Silberaktien. Anschließend erholten sich Goldaktien sehr schnell und setzten den Anstieg bis Jahresende und noch einmal nach einer kleinen Korrektur bis Mai 2021 fort. Top. Der US-Dollar fiel in diesem gesamten Zeitraum entgegengesetzt und erreichte somit ein Tief mit dem Hoch der Goldaktien im Mai 2021. Ab dann setzte der US-Dollar zu einer parabolischen Erholung an, die bis Juni 2022 erreichte, also ein Jahr sozusagen. Das Tief bei Goldaktien markierte dann das Tief im Juli 2022. Während der US-Dollar wieder nach unten fiel und inzwischen die 20-Tageslinie durchbrochen hat. Ein weiterer US-Dollar-Rückgang könnte ähnlich verlaufen und Goldaktien in den kommenden 8 bis 11 Monaten auf ein neues Hoch steigen lassen. Unten rechts das nächste angenommene Dollartief. Wenn dieses Szenario eintritt, sollte man spätestens aus Goldaktien aussteigen, wenn wir also ein Dollar-Tief und ein Goldaktienhoch sehen. Ja, das ist das, was wir aus der Vergangenheit halt beobachten. Dieser Ausstieg, das ist März 2020, da wo die Goldaktien völlig zerstört worden ist. Das heißt, in einer Krise fließt das Geld in dollarrelevante Anlagen. Das drückt dieser sogenannte Dollarindex aus. Das heißt, das Geld geht rein und es geht zum Beispiel aus normalen Aktien, aus Rohstoffen und eben auch Goldaktien raus. Und alles flüchtet sich in Dollar und der Rest ist billig. Deswegen sind das eben gute Einstiegsmöglichkeiten. Ähm, und Sie sehen eben, dann ist der Dollar ähm, Index eigentlich gefallen und wir hatten eben von diesem Punkt, wo dieser Dollar-Index dann weiter gefallen ist, hatten wir eine fantastische Goldaktienrallye. Insbesondere für diese Penny Stocks, wobei noch aufgefallen ist, dass, sage ich mal, so die Major und so, Majors sind bis August, September 2021 eigentlich gestiegen und gingen dann mehr oder weniger seitwärts. Und gerade diese Penny Stocks hatten dann damals angeholt. Die haben also dann, die sind quasi hinterher gehinkt und dann dementsprechend stärker gestiegen. Ja, dann hat sozusagen der Dollarindex hier seinen Boden erreicht. Es waren immer noch Goldaktien hoch, aber dann hat sich eben leider der Dollarindex hat einen rasanten Start hingelegt, der jetzt, wie gesagt, im Juni 2022 jetzt sein Hoch gefunden hat und damit auch ein ziemliches Tief eben bei Goldaktien.
Ja, und jetzt rein von der Charttechnik, und das tun wir ja hier, und das kommt ja auch von anderen Analysten, leiten wir eigentlich ab, dass dieses Hoch sozusagen geht halt mit diesem Goldaktien tief ein, ist eigentlich eine der letzten großen Einstiegsmöglichkeiten, und jetzt müsste ähm, ein langes Abebben des Dollar-Index einsetzen, und das kann vielleicht eben 6, 10 Monate, wie auch immer, jetzt so laufen, und dann haben wir möglicherweise wie von diesem Punkt hier, von diesem Corona-Tief beziehungsweise Hoch beim Dollar-Index bis zum Mai 21 beziehungsweise noch weiter eine Goldaktienrallye. Und das könnten vermutlich um die 8 Monate sein. Wir hatten ja in Vino gestern gesagt, dass Gold vermutlich, also Gold bzw. Silber vermutlich bis Jahresende 36 schaffen könnte, vielleicht dann noch etwas korrigiert und dann nochmal einen Lauf macht bis Mai, Juni Richtung 58 Dollar, basierend auf den alten Silberpreisanstiegen 2011, einfach die neuen Zahlen eingesetzt. Ja, und das würde im Grunde genommen eben auch dieser Dollar-Index unterstützen, diesen Goldaktienbund. Also Sie sehen das selbst. Äh, Rein charttechnisch ist alles grün für Goldaktien. Also es dürfte eine sehr interessante Zeit werden. Es ist wirklich ähnlich wie März 2020, und wir haben einfach unseren Boden gefunden. Es gibt jetzt eine Goldrallye. Das geben die Charts meiner Meinung nach einfach her. Ja, hier Goldprojektgenerator, Guyana und Westafrika, also Burkina Faso. Also die Projekte in Guyana, da haben sie das Kaburi-Projekt, das 4 Kilometer nordöstlich des derzeit betriebenen Mine Smarts. Die Mine Smarts war früher die Lagerstätte von West-Oumai bekannt, die 2011 vom Azimuth Mining entdeckt wurden, 3,1 Gramm für 1,65 Millionen Unzen. Das Kaburi-Projekt umfasst 6 mittelgroße Grundstücke mit einer Fläche von 2600 Hektar, also 96 Quadratkilometer. Die besten Ergebnisse im Bohrprogramm waren 2,69 Gramm pro Tonne und auch 5,13 Gramm pro Tonne auf 18 Meter. Dann haben wir in Guyana noch das Gargantuan-Projekt, Gesamtlänge von 9 bis 12 Meter, 2390 Hektar. Abbaufflächen in der Nähe mit mehr als 1 Million Unzen. Also es sind andere Produktionsunternehmen, die 1 Million Unzen stellen. Und dann gibt es noch eine inklusive der riesigen Goldlagerstelle Las Cristans und Brisanzas, also dann große Sachen einfach in der Nähe. Und die Ergebnisse der Bohrungen an der Oberfläche waren 6,59 Gramm pro Tonne und 2,5 Gramm an der Oberfläche. Also da ist auf alle Fälle Gold. Gute Infrastruktur ist in der Nähe, andere Goldminen produzieren da schon und sehr, sehr profitabel. Ja, gucken wir uns das Chart einfach nochmal an. Es kommen, wie gesagt, auf der anderen Seite nochmal die afrikanischen Projekte hinzu. Ja, es war eben seit 2021, wahrscheinlich seit diesem Dollar-Tief sozusagen, war es kein Vergnügen, in dieser Aktie so investiert zu sein, aber mittlerweile dürfte sie den Boden gefunden haben. Die Projekte sind gut, die haben hochwertiges Gold. Ich denke mal, der Boden ist gefunden, und möglicherweise geht dann die Aktie schnell auch wieder dahin zurück, wo sie gekommen ist. Und wenn die Mania anfängt, können die Bewertungen noch in eine ganz andere Richtung. Ja, Sie haben nochmal ein drittes Projekt in Guyana, das ist das EPEUS-Projekt, ist 6 Kilometer nördlich der Goldmine Karuin, das die ja auch haben. Bohrungen haben 2,7 Gramm pro Tonne und 6,5 Gramm pro Tonne Gold ergeben. EPEUS steckt sich über einen 17 Kilometer langen Grünsteingürtel. Das wurde von anderen Unternehmen treu als Tallman-Korridor bezeichnet, der vor kurzem die entdeckte Lagerstätte Ohio Creek mit einer ersten Ressourcenschätzung von 2,2 Millionen Tonnen mit 1,9 Gramm pro Tonne. Also da gibt es einfach geologische Ähnlichkeiten. Westafrika, haben sie das Goldprojekt Reo. Explorationslizenzen erstrecken sich über
1000 Quadratkilometer eines Zusammenflusses des produktiven Sandé und Boromo-Grünsteingürtel, also zwei goldhaltige Gebiete, die gerade in Burkina Faso mehrere Lagerstätten mit mehreren Millionen Unzen beherbergen. Wie Kama mit 3,8 Millionen Unzen, Bissa 6,6 Millionen Unzen, Haunde 4,9 Millionen Unzen, Mana mit 8,6 Millionen Unzen. Die Borgproben absolut hochgradig, 30 Gramm pro Tonne. Also das ist auch ein ziemliches, sehr interessantes Gebiet. Und gerade wenn Sie sich vorstellen, wenn vielleicht unter Umständen eine Mine einer derartigen Dimension da abgesteckt werden kann, ist das natürlich besonders interessant. Und daher ist das Unternehmen auch interessant und hängt auch nicht nur an Afrika, sondern eben auch in Guyana. Ja, noch mal ein paar Worte zu Burkina Faso. Hat sich schnell zum drittgrößten Goldproduzenten Afrikas entwickelt und hat in den letzten 10 Jahren mehr als 12 große Goldminenprojekte in Produktion gebracht. Das Land liegt auf zwei der besten Grünsteinsgebiete Westafrikas und bietet ideale Bedingungen für die Goldexploration und Erschließung mit einer hohen Erfolgswahrscheinlichkeit. Eine bergbaufreundliche Regierung, hochqualifizierte und gut ausgebildete einheimische Arbeitskräfte sorgen für ein weltweit der besten Exploration und Bergbaugebiete. Gut zugegeben, das ist von deren Webseite. Klar, vielleicht ist es auch ein bisschen Sugarcoating. Ähm, Afrika ist insgesamt problematisch, aber man sollte vielleicht nicht einzelne Fortschritte in einigen Staaten völlig ausschließen. Ja? Und das ist dann vielleicht ein positiver Überraschungseffekt, der kommen kann. Ja, so viel dazu. Ich denke, diese Aktie hat einiges an Potenzial und ist gut möglich, wenn sie da einiges in Produktion bringen beziehungsweise vorantreiben, dass die Bewertung doch eine ganz andere werden könnte, gerade in einem steigenden Goldmarkt. Ja, warum interessieren wir uns dafür? Es gab eben in den 1970er Jahren diesen Bullenmarkt, wo ja teilweise Aktien von 5, 10 oder 20 Cent, also von diesem Explorationstypus mehr oder weniger auf 10, 20, 30, 40 Dollar gestiegen sind. Teilweise, das heißt für 100, für 200, für 300-fachung. Das hat es bis jetzt noch nicht wieder gegeben, obwohl Sie alle kennen die Great Beer Story, die von 2016 von 5 Cent dann auf 30 Dollar gestiegen ist, was eine Ver-600-fachung ist. Also es kommt vor. Aber wenn wir einen richtigen Gold-Aktien-Boom-Markt haben, wie in den 1970er Jahren, kommt das möglicherweise auf breiter Basis. Und das ist das Interessante. Und was glauben wir? Wir glauben, es geht jetzt auf breiter Basis für Gold und Silber die nächsten, tja, 6 bis 12 Monate hoch. Ich hatte die Zahlen gesandt. Jahresende vielleicht 36 Dollar Silber und im Mai, Juni 58. Das ist auch nicht nur von mir, das nehmen auch viele Statisten an. Ja, also was kann man noch tun? Man muss eben sehen, dass man solche Penny Stocks mit großen Ressourcen einfach kauft, mit Superlativen, die der Markt dann möglicherweise auch bewertet. Momentan haben wir noch immer sehr schlechte Stimmung am Markt. Wir sind auch von den Charts, hab ich Ihnen gezeigt, was den Dollarindex betrifft. Wir sind immer noch ganz unten. Noch die Hui-Gold-Ratio ist, glaube ich meine, die waren mal auf 0,63 2004 und aktuell sind wir auf 0,11, was immer noch der Boden ist. Also immer noch eine äußerst attraktive Situation und schlechte Stimmung ist in dem Fall gut. Wir brauchen so viel schlechte Stimmung wie möglich. Das macht einfach die Goldaktien sehr attraktiv. Und zum Verkaufen brauchen wir so möglichst viel gute Stimmung, die wir dann hoffentlich in ein paar Monaten kriegen werden. Ja, 1000-Wecker-Report. Wir versuchen, solche Aktien zu identifizieren, nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko zu ordnen, versuchen, einen Potenzialfaktor zu errechnen. Wir haben auch eine Exit-Strategie skizziert. Was kauft man dann, wenn der Boom vorbei ist? Also ich würde Standardaktien auch aktuell überhaupt nicht anfassen. Ich würde das überhaupt erst angucken, wenn wir wirklich sowas wie einen Goldaktienboom haben. Auch wenn es noch nicht das ganz finale Stufe ist, aber wenn wirklich Goldaktien mehr oder weniger viele Leute darüber sprechen, wenn die wirklich hohe Bewertung haben, so ähnlich wie 2011, wie auch immer, dann ist Goldaktien ist dann einfach zu risikoreich. Dann könnte man sich Top-Standardaktien etc. wieder zuwenden.
Ja, Einlagerung von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft für Sachwerte ist einfach eine Online-Alternative, dass Sie schnell an Gold und Silber kommen. Eine Überweisung von Ihrem Konto, es gibt keine Mindestinvestitionssumme und schon ist Ihr Gold und Silber im Zollfreihafen in der Schweiz eingelagert. Sie können es jederzeit verkaufen. Der Vorteil ist eben, dass in einer krisenartigen Situation äh, sind die immer an Ware gekommen. Das könnte natürlich für andere Goldhändler nicht gelten. Die machen auch eben doch teilweise Geschäfte mit Panik, ja, ja, wir haben kein Gold und kein Silber mehr. Wie oft haben wir das schon gehört? Nur um überteuerte Ware, um Spontankäufe zu machen. Also da liegt auch der Wert im Einkauf, einfach an die Ware rankommen und wenn Sie, sage ich mal, Institutionen an sich nicht vertrauen und dass sie sich zu Hause, wo auch immer, verstauen wollen, äh, kann man sich das ausliefern lassen. Aber als Vehikel, um das Zeug in größerer Menge ranzukommen, sicherlich hilfreich. Also sollte man sich mal anschauen. Ja, überhaupt klar, natürlich, bevor Sie Gold verkaufen, gehen Sie auf Vergleichsportale wie Gold.de. Nützliche Informationen, ja, mit welchem Broker kann man ja, wenn ich persönlich arbeite, Flatex in Deutschland und Swissquote in der Schweiz. Ähm, ja, bei den Schweizer Broker können Sie auch mit deutschen Wohnsitz ein Depot eröffnen, einfach um eine Diversifikation zu haben, macht es meiner Meinung nach Sinn, auch wenn es höhere Preise natürlich beinhaltet. Die Ordergebühren sind schon teurer. Ähm, ja, wo kann man Gold und Edelmetalle einlagern? Da finde ich zum Beispiel einfach auch interessant, einfach in der Nähe des Zürich Hauptbahnhof was zu haben, dass sie unkompliziert hinfahren können, was einkommen. Das einfach, natürlich gibt es ja noch andere Geschichten, so wie in Liechtenstein, wo sie nochmal separat einlagern können, aber das ist dann mehr bürokratischer Aufwand erforderlich, aber macht unter Umständen auch Sinn. Weitere Informationen zu Goldaktien und ja, Videos, gute Statisten, Bücher über Goldaktien. Also, wenn Sie generell Fragen oder Zustellungsprobleme hinsichtlich des Report haben, können Sie mich einfach kontaktieren unter angegebenen Rufnummer. Ich melde mich dann bei Ihnen. Ja, ich bedanke mich nochmal ganz recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Würde mich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren, wenn Sie es noch nicht getan haben und Ihnen das Video natürlich sinnvoll erscheint. Ja, wünsche Ihnen eine erfolgreiche Arbeitswoche. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.